wanna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner. Ja, willkommen zu meinem Vlog. Ich muss jetzt hier gerade mal meine Laufpartnerin abwürgen, die irgendwelchen komischen Kram erzählt. Ja, wir haben heute, oder ich habe heute einen Basislauf zu machen. Halbe Stunde, 6,45er Zeit. Finde ich auch machbar, oder? Ja. Ja, okay. Ja, das haben wir zumindest vor, also ich. Wie es mit meiner Nachbarin aussieht, das sehen wir dann noch. So, Madame beschwert sich auch schon. Ja, wir müssen ja alles per Video festhalten, dass wir nach dem Abendessen losgelaufen sind. Warum isst du euch so viel? Das ist nicht gesund. Also, esst nicht so viel, wenn er vorher laufen geht. Also ich glaube, das weiß die meisten. So, kleines Status-Update. Wir haben jetzt 25 Minuten hinter uns. Laufen fleißig die 6,45er Pace. Gerade kurz. Und 3,65 Kilometer. Wie geht's? Noch sehr gut. Noch sehr gut. Na dann. Ja, ich bin nicht so ganz im Rhythmus. So, noch einen kleinen Eindruck hier. Der Bauer gießt seine Felder. Man merkt, man ist auf dem Land. Wir sind jetzt knapp 6 Kilometer gelaufen und wie ist der Mull finden? Okay. Ah, wir haben am Schluss noch einen Sprint gemacht von 100 Meter. Jetzt versucht mitzulaufen und hast dich tapfer geschlagen. Ja. Du siehst auch gar nicht fertig aus. Ist doch genug geschleimt. So ein bisschen Farbe von deinem Oberteil. Genau, sie geht ein bisschen unter. Ja, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was schneiden. Was machen? Was machst du noch? Das war Videoschnitt? Nein. Ja, klar, wie jeden Abend. Sie hat nämlich auch einen YouTube-Kanal, den kann ich euch mal verlinken. Da kommt aber in nächster Zeit noch nichts, aber wird bestimmt irgendwann wieder, oder? Ja, klar. Genau, verlinke ich mal. Und wir laufen jetzt nach Hause und trinken noch schöne Apfelsaftschorle. So, ich bin jetzt in den letzten Zügen meines Videoschnitts. Ich will euch mal einen kleinen Eindruck geben, beziehungsweise mal zeigen, wie das Ganze eigentlich aussieht. In dem Fall ein Beispiel vom Test von der Pacer Pro. Da nehme ich euch jetzt einfach mal mit und zeige euch mal ein paar kleine Eindrücke. Ja, das Praktische ist, ich habe mal zur Homeoffice-Zeit mal ein Widescreen gekauft zum Arbeiten und ja, zum Videoschnitt ist es optimal. Man sieht hier unten, die Timeline ist wirklich gut angezeigt. Man hat hier eine schöne Übersicht und es ist alles hier kein Problem. Und jetzt will ich einfach mal zeigen, wie das Ganze so eigentlich aufgebaut ist. Wir sehen hier, wie gesagt, die komplette Timeline. Hier ist so das ganze Video mal aufgedröselt in die verschiedenen Abschnitte. Und wie nehme ich das Ganze auf? Ich habe hier so einmal einen Hauptstrang, das ist so das Hauptvideo, das nehme ich ja komplett auf. Das hat jetzt hier 50 Minuten gehabt, runtergeschnitten sind es auf 19, das sieht man hier oben ganz leicht schwach zu erkennen. Und ja, die ganzen Versprecher werden rausgemacht, die Pausen beim Lesen, alles was das so gibt. Ja, wie setzt sich das Ganze zusammen? Ich habe hier drüben einmal die Projektliste, die ich jetzt darauf gerufen habe. Wir sehen hier eine riesen Anzahl an Videos. Hier steht zwar jetzt 103 Objekte, aber das sind nicht so ganz, waren so irgendwie 40, 50 Stück. Und es sind Bilder, es sind Videos, das sind alles so Sachen, die ich während des Tests gemacht habe. Also ich filme da immer mal wieder mit. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendeine besondere Situation habe, irgendwas stürzt ab oder ist was besonders Gutes, dann filme ich das direkt und habe das dann hier als Sammlung und kann das dann entsprechend hier in meinem Video verwenden. Wir sehen gesagt, hier unten ist der Hauptstrang, den wir sehen, und dann gibt es hier so Nebenstränge. Es gibt irgendwie so spezielle Namen, ich weiß nicht, wie das heißt. Da habe ich hier meine verschiedenen Aspekte bzw. Videodetails und immer, wenn ich ein Thema anspreche, dann blende ich dann entsprechend im Video ein, was zu dem Thema passt. Und Ziel ist ja auch so ein bisschen, ihr seht ja hier, ab und zu gibt es ja mal zwischen Abstände, aber dass da immer wieder was passiert im Video, weil es ist ja schon langweilig, wenn ihr jetzt 20 Minuten mich anguckt und ich rede in die Kamera und ihr seht dazu nichts. Das ist einfach nichts. Deswegen muss hier immer wieder ein bisschen was unterbrochen werden. Oder auch, wenn ich hier mal, gibt es auch so Pfeile, die ich als einfüge, das sind so eigene Pfeile, die kann man hier entsprechend einsetzen. Das sind so Plugins, die ich habe und die laufen dann halt entsprechend rein und dann kann man das Ganze dann nochmal zeigen, was ich genau meine. Ja, und so ist das Ganze dann aufgebaut. Wir sehen jetzt hier die ganze Timeline und jede Unterbrechung hier ist dann quasi so ein Cut. Also wir sehen jetzt hier das gelb umrandete, ist dann so ein Videobereich und da kann man halt so Übergänge einbauen und kriegt so das entsprechend rein. Und wir sehen auch hier zum Beispiel, dass hier auch mehrere Videoübergänge auf einmal sind. Das heißt, wenn ich dann nach und nach was einblende, dann überblende ich das Ganze, dass es dann entsprechend auch aussieht. Ja, das ist so mal der erste Eindruck, wie das Ganze hier im Final Cut aussieht. Und man sieht hier die Tests, die machen echt wirklich gut Arbeit. Also deswegen ist es auch ein bisschen etwas aufwendiger und da brauche ich auch echt mehrere Tage. Also ich mache immer nur 1,5 Stunden maximal oder 1 Stunde mal am Abend, wenn überhaupt. Und da kommt man halt ein paar Tage zusammen. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn man das jetzt beruflich macht, dann hat man natürlich eine andere Zeit, aber wenn man es als Hobby macht, dann ist das natürlich nicht so und so zieht sich es ein bisschen hin. Deswegen ist mit Tests auch mal ein bisschen
ja, manchmal dauert es ein bisschen länger mit Tests. Das ist der Grund, weil ich mir da halt so ein bisschen Mühe gebe und hier versuche euch ein bisschen, ja, was zu bieten. Jetzt drehe ich gerade ein Video zur Vertex 2 und der Navigation und bin hier wieder in den Weinbergen unterwegs und versuche ein bisschen, ja, alles so einzufangen, Höhenmeter, Abweichungen und so alles, was dazugehört, so wie ihr das von mir kennt. Ja, da bin ich jetzt gerade dabei. Das sind immer so Läufe, die dann wirklich nicht so gut sind, also wenn ihr auf Strava mich verfolgen solltet. Separat habe ich jetzt auch den Chorus-Pod an, den habe ich momentan auf der Pace 2 laufen. Also die habe ich hier auf der anderen Handgelenk drauf. Und ja, da können wir dann mal schauen, wie das Ganze aussieht. Das kommt dann auch irgendwann demnächst im Video, stelle ich den ganzen Pod mal vor. Ich will nur ein paar Daten sammeln, das mache ich jetzt das erste Mal. Mal gucken, was überhaupt rauskommt und wie das Ganze dann aussieht. Und dann sammle ich noch ein paar Sachen im Intervall oder so, um euch das auch mal ein bisschen näher vorzustellen, ob es das Ding lohnt oder nicht. Ja, die Vertex ist im Einsatz, leider ohne Abbiegehinweise. Ich habe nicht gefunden, an was es liegt. Wenn ich von der Route komme, dann beschwert es sich, aber Abbiegehinweise gibt es nicht, obwohl ich alles eingestellt habe. Nun ja, ich laufe jetzt gerade den Berg hoch, das sieht man hier gar nicht so richtig. Da möchte ich noch hoch, auf diesen Turm und mal einen kleinen Ausblick hier ins schöne Tal. Da unten ist Heppenheim. Das Gefälle sieht man gar nicht, was ich da hochlaufe. Boah, anstrengend. So, 80 Höhenmeter hinter mir, nochmal 80 vor mir. Oh, ich merk's, ey, alter Vater. Also ich war letztes Jahr um die Zeit war ich fitter. Definitiv. Aber es ist einfach schön. Es sind so 21 Grad, 22 Grad. Leicht windig und Sonne. Was will man mehr? Ja, und auf der linken Seite die Coros Vertex 2 im Navigationsmodus. Und auf der rechten Seite die Pace 2 mit ihren ganzen Daten vom Pod. Ich bin auch auf die Datenauswertung gespannt, aber die gibt es dann im Video zum Pod. Und mein Schatten ist auch dabei. Ja, zum Hemsbergturm möchte ich 0,7 Meter, geöffnet an Sonn- und Feiertagen. Ich habe dummerweise kein Geld dabei. Jetzt ein kühles, schönes Bierchen gegeben. Naja, ich glaube, ich sollte mit der Planung jetzt mal ein bisschen aufpassen. Wir gehen jetzt hier hoch und dann geht es hier so direkt steil hoch. Ja, hatte ich irgendwie nicht bedacht beim Planen mit den Kindern nebendran. Oh, da sehen wir es richtig, da geht es spitz hoch. Hier ist die Coros Vertex 2, sehen wir gerade. Zeltgrün ist noch vor mir. Man erkennt es gar nicht so gut, da geht es richtig hoch. Das heißt also, ich mache die letzten, ja, knapp 53 Meter auf nicht mal einen halben Kilometer. Ja, aber zum Laufen ist echt schön. Hat so ein bisschen was Uriges hier. Echt cool. Ich bin gerade aufs Laufen umgestiegen. 170er Puls gerade gehabt. Boah, anstrengend. Puh. Das war zu schnell. So, da haben wir das gute Stück, den Bismarckturm. Vielleicht hört man es auch schon am Krölen. Hier kann man essen und trinken. Vatertag. Viele Leute da. Ja. Und irgendwo ein Notstromaggregat. Nicht so toll. Mach mal einen kleinen Blick auf den Turm und will direkt jetzt wieder hier runter Richtung Heimat. Leider kein Geld dabei. Leckeres, schönes Radler, das wäre es jetzt gewesen. Naja. So, ich befinde mich jetzt auf den letzten Metern Richtung Heimat. Nochmal schön hier durch den Wald. Und ich merke gerade, ich sollte vielleicht nicht laufen und reden gleichzeitig, gerade wenn es hier vor allem so abschüssig geht. Ja, das war ein kleiner Einblick diese Woche. Ein bisschen was mit Laufen, mit ein bisschen Unterhaltung, hoffe ich. Und ein bisschen Einblicke wieder ins Videodreh von meinem YouTube-Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich habe auf meinem Kanal auch jetzt ein Video gedreht bezüglich, was alles rauskommt. Das verlinke ich hier oben mal, da kannst du auch mal reinschauen. Ansonsten, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier eine Best-of-Liste, da kannst du auch mal reinschauen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.